Bros at the Fire! Bros at the Fire. Number 6? 6. Ah, das ist die 6. schon. Hey, die wunderbar. 6. Folge. Da sind wir. Ja, da sind wir wieder. Am Feuer. Ja. Und das Thema heute, Joel, was ist das Thema? Wow. Seine Wahrheit leben, sprechen. Schön. Wahrheit leben, Wahrheit sprechen. Ja, ja. Ich bin heute zu dir gekommen mit einem, mich hat was sehr beschäftigt und das wollte ich mit dir teilen und das fällt mir auch nicht gerade sehr leicht, das zu sagen. Da merke ich auch so ein bisschen ein Ziehen in meinem Bauchregion, wenn ich da über diese Themen spreche. Ich hatte mit meinem Vater eine Auseinandersetzung. Ich habe eine neue Homepage gestaltet und habe da meine Familie nicht erwähnt, weil ich gemerkt habe, hey, irgendwie, wenn ich da tief reingehe, wird das vielleicht nicht so verstanden, wie ich das eigentlich mitteilen möchte, und habe es deshalb wie weggelassen. Und als er sehr enttäuscht darüber war, habe ich mich versucht zu erklären und habe das wie korrigiert und gemerkt, hey, ich werde aber auch mit dieser Art und Weise nicht verstanden, weil ich habe angefangen, dann die Wahrheit zu sprechen, wie das für mich gewesen ist, und habe gemerkt, dass das nicht aufgenommen werden kann oder möchte, und das hat mich sehr, sehr tief verletzt, weil ich gemerkt habe, wenn ich spreche oder wenn ich bin, wie ich bin, kann es passieren, dass ich nicht verstanden werde, und kann es passieren, dass ich weggestoßen werde. Und das ist für mich etwas sehr, sehr, sehr Schmerzhaftes und Verletzendes. Das ist sehr schwierig so in Worte zu fassen. Aber jetzt mit deinem Vater nach langer Zeit, also wo gewisse Themen dann, oder eben diese Themen, die wir auch schon angesprochen haben, einfach wieder aufgetaucht sind, wo du vielleicht auch gedacht hast, das sei ja ad acta vielleicht ein bisschen? Oder also hat dich das jetzt überrascht, dass es da doch nochmal so eine Auseinandersetzung gab? Es hat mich tatsächlich überrascht, weil ich gedacht habe, hey, nach so vielen Jahren hinschauen und hinfühlen, ist die Themen erledigt, und da habe ich gemerkt, dass da gewisse Sachen noch sind, die auch losgelassen werden dürfen. Und das ist nicht im geringsten irgendwo eine Schuldzuweisung, ganz und gar nicht. Es braucht ja immer eine ganze Konstellation, aber für mich ist es halt ganz wichtig, meine Gefühle bei Menschen mitteilen zu dürfen, so wie ich fühle. Und das heißt nicht, hey, so wie ich denke, ist richtig oder falsch, was ich erlebt habe. Das ist ja eine Interpretation von mir, aber das sind meine Gefühle, und ich finde da wichtig, dass man seine Gefühle mitteilen darf, ohne Angst zu haben, weggestoßen zu werden. Genau, das sehe ich auch so, und das ist mir auch unglaublich wichtig. Das glaube ich, das teilen wir, diesen Wert, dass wir uns ausdrücken dürfen, egal wo wir sind, wie wir sind, ehrlich, so wie wir sind. Und nicht in dieser Angst zu leben, oh, es ist nicht gut genug, ich komme damit nicht genug an, oder sogar noch schlimmer, ich werde bestraft dafür, emotional, ein Liebesentzug oder auch einfach mit heftigen Reaktionen. Und das ist so ausgeprägt immer wieder, lustigerweise, oder was heißt lustig, es ist eigentlich eher traurig. Ich sehe das natürlich immer auch wieder im schulischen Kontext. Kinder, die sich auch schon sehr stark bewerten, und ich glaube, das kommt woher. Und es ist auch Teil meiner Aufgabe dort und Aufgabe unserer Schule und auch anderswo, hier zu sagen, macht das nicht. Gebt euch Raum, so zu sein, Dinge auszuprobieren. Es hat ja auch mit einer Fehlerkultur zu tun, dass wir uns erlauben, Fehler zu machen. Fehler dürfen stattfinden, ohne dass
immer diese Angst im Raum ist. Ja. Und ich kann das sehr nachvollziehen. Und das tut mir auch sehr leid, dass jetzt da wieder eine Situation aufgetaucht ist. Ja, gerade es kommt so vieles aus der Familie. Was ist denn das? Frage ich schon ein bisschen. Woher? Also ist das Generation? Ja, genau. Ja. Ist das Generation? Sind das Generationswechsel? Also wie empfindest du das? Dass wir das jetzt anders empfinden? Sind das nur unsere Väter? Haben die was ganz andere Werte? Geht es da mehr ums Überleben und man muss so gut sein? Oder was spielt da eigentlich eine Rolle? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Wir haben tatsächlich ein Glück, die Möglichkeit, uns mit uns selber auseinanderzusetzen und unseren Emotionen. Wir haben Zugang zu Büchern, Videos und so weiter, um da eigentlich diese Auseinandersetzung mit unserer emotionalen Welt zu machen. Also das heißt, wir haben die Möglichkeit, hinzufühlen, hey, was ist da los? Und ich glaube, die Generation vor uns hatte diese Möglichkeit, diese Zeit überhaupt gar nicht, weil die mit ganz anderen Themen beschäftigt waren, um da wirklich auch hineinzutauchen. Ja, also oder dass eben auch ein Bedürfnis ist von vielen Menschen, einfach auch wieder mehr bei sich zu sein, in der Ehrlichkeit zu sein und nicht Dinge, die vorgelebt worden sind, einfach unhinterfragt zu übernehmen. Ich glaube, das ist interessant. Ich glaube, das hat jede Generation bis jetzt schon so ungefähr gemacht. Also, ich glaube immer so, die Eltern haben dann gesagt, okay, wir machen es nicht wie unsere Eltern, und ich glaube, das ist immer auch ein Teil davon. Das passiert ja auch wirklich, und ich bin überzeugt, weißt du, und das ist auch ganz ein wichtiger Teil. Die Eltern versuchen immer, das Allerbestmögliche zu geben, da bin ich überzeugt davon. Die Frage ist aber, was braucht vielleicht das Kind auch? Und ein Kind hat vielleicht sehr hohe Bedürfnisse aus irgendeinem Grund, sei das jetzt vor der Geburt, während der Geburt oder einfach die Präposition, was es aus der Genetik hat, dass es einfach vielleicht mehr Aufmerksamkeit braucht, mehr Liebe, mehr oder weniger. Ist ja auch empfindlicher. Ja, also das Kind ist ja fragil grundsätzlich. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, da ist ja halt das zu geben, das Bestmögliche zu geben, ist wunderschön, und gleichzeitig reicht es manchmal und manchmal reicht es nicht. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, es als Eltern nicht als Schuld zu sehen, etwas falsch gemacht zu haben, insbesondere wenn die Kinder sagen, hey, da hat mir was gefehlt oder da war was mich verletzt hat, zu sagen, hey, ja, das kann sein, weil du das subjektiv so empfunden hast. Und das meine ich auch mit Wahrheit sprechen. Es ist nicht wahr, was ich sage, und die anderen Menschen haben nicht recht, sondern es ist wichtig zu sprechen, was ich fühle. Die Wahrheit ist mein Gefühl. Und das heißt eben auch, dass du bis jetzt nicht in der Anklage, gar nicht. Das ist nicht das. Aber es ist trotzdem etwas, was dich verletzt, wenn ich dich richtig verstehe. Ja. Es hat ja eben damit zu tun, dass da die Kommunikation dann ja auch nicht im Fluss bleibt, wenn ich das richtig sehe. Das ist definitiv so, wo es dann halt eine Trennung der Kommunikation gibt, weil da Verletzungen aufkommen und weil man dann nicht in dieses Gefühl reingehen möchte, um hinzufühlen, hey, was ist das? Ist das Schuld, Scham oder weiß ich was? Und da halt aus dem hinausgeht, weil wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen kann, ist es natürlich schwierig, sowas auszuhalten. Und da geht man halt in eine aversive Haltung oder in einen Angriff oder in eine Flucht oder so. Also es kann ja verschiedene Verhaltensmuster geben von Menschen. Und die Schwierigkeit ist, es gibt keine Auflösung, wenn wir nicht hinschauen. Also wenn wir nicht hinfühlen. Wenn wir nicht hinfühlen, ja. Oder vielleicht auch uns austauschen über diese Gefühle, oder? Das ist, ja. Ohne Angst zu haben, zurückgestoßen zu werden. Zu sagen, hey, ich will nicht hören, wie es dir geht oder wie du dich fühlst. Da fällt mir auch ein, dass die eben in der Kommunikation bleiben, ist für mich da das absolut Wichtigste, auch in Bezug auf Respekt. Ja. Also heißt, auch wenn für mich was unangenehm ist, da zu bleiben, und es ist auch etwas, was ich mir wünsche von meinen Mitmenschen, einfach da zu bleiben und nicht einfach zu sagen, jetzt passt es nicht mehr, ich schaue weg. Ich finde oder ich beobachte es sehr oft, dass man einfach wegschaut, wegrennt. Und ich habe selber auch schon sehr traurige Situationen erlebt, wo ich einfach gemerkt habe,
da stehe ich dann plötzlich auch nach langen Freundschaften und nur weil irgendetwas nicht mehr stimmt, ist dann plötzlich, ja, wendet man sich ab, aber man bleibt nicht in der Auseinandersetzung. Und das finde ich unglaublich traurig und schade. Ja. Und ich finde es auch nicht ehrlich in einer tieferen Wahrheit. Ich glaube, wenn etwas Menschen verbindet, dann ist das, ja, es ist traurig, wenn es dann einfach von einem Tag auf den anderen durch so eine Blockade getrennt wird. Für mich ist das nicht natürlich. Ja, ja. Es ist natürlich auch etwas anderes, wenn man sich Raum nimmt, um sich klar zu werden, hey, was fühle ich überhaupt, wenn man da irgendwie vielleicht gerade überwältigt ist, aber wie du sagst, es ist wichtig in der Kommunikation zu sein, zu sagen, hey, ich brauche vielleicht einen Moment und dann können wir wieder in eine Kommunikation, das ist nicht in eine Form von, wenn du das nicht tust, dann entziehe ich dir. Ne? Genau, dieser Liebesentzug und das kennen wir auch aus Beziehungen, also ja, das richtig, kennen wir beide leider auch schon. Ja, zu Genüge. Dass man dann, ja, eben, wenn man ein Verhalten, das erwartet wird, wenn man dem nicht entspricht, dann gibt es einen Zug der Liebe und das ist ein ganz ungesundes Muster. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich einfach sage, mittlerweile kenne ich das so klar, das ist ja das Schöne an einem Lebensweg, das würde ich einfach nicht mehr dulden, ja. Weil es geht einfach nicht, ja. Dieser Psychoterror durch Entzug, wenn du nicht so, das ist auch das Gegenteil der bedingungslosen Liebe, by the way. Und das finde ich etwas Erstrebenswertes, daran zu arbeiten, dass man in Beziehungen gut kommuniziert und dass man vor allem bleibt. Einfach, dass man bleibt und dran bleibt in der Kommunikation und in der Auseinandersetzung. Ja, ja. Es ist eine Form von Respekt. Ja, definitiv. Ja. Aber wie machst du das jetzt? Jetzt hast du diese Situation, die ist herausfordernd und jetzt ist das ja eben, es liegt ja jetzt nicht alles immer nur in unserer Hand. Wie gehst du jetzt damit um? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie geht man mit so einer Situation um, wo sich jemand rausnimmt, rauszieht, vielleicht wieder alte Muster aufpoppen? Etwas ganz Wichtiges für mich habe ich gemerkt, bei mir zu bleiben. Ja, da weder in eine Konfrontation reinzugehen oder in ein Du hast, aber ich habe und du hast nicht, und weil das geht in dieses Muster wieder rein. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, bei sich zu bleiben, sich selber diese Liebe zu geben und seine Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, das ist meine Grenze der Selbstliebe und ich möchte nicht, dass diese übertreten wird. Aus Respekt vor mir selber, aus Liebe zu mir selber. Und nicht aus, hey, ich möchte jetzt auch auf bös machen oder auf, ich bin jetzt verletzt oder so, sondern zu sagen, hey, ich bin es mir wert, dass man mit mir respektvoll umgeht, dass man in einer respektvollen Kommunikation ist und dass Gefühle Platz haben dürfen, dass die Wahrheit von mir Platz haben darf. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es keine Form von Kommunikation auf Augenhöhe, auf Herzhöhe. Ja, ist schön, ja. Mhm. Ja, ich hoffe sehr, dass das einfach auch wieder eine Klärung gibt, ganz ehrlich. Ich sehe dich da ja auch sehr stark, also von dem her mit deinen ganzen Erkenntnissen, aber dass es da weitergeht und dass es lebendig bleibt und dass wir eben wirklich das üben immer wieder. Ich finde, das ist ein so wichtiger Wert, in der Wahrheit zu bleiben, nicht in ein Vermeidungsverhalten zu gehen, sondern ich spreche für meine Wahrheit, ich stehe für mich ein und damit ist es ja auch irgendwo ein Liebesdienst, eine Klarheit, die man schafft. Man geht nicht auf diese Ebenen der Verwirrung ein. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Absolut, absolut. Das ist auch ein richtiges, wichtiges Wort, meine ich, Verwirrung, weil es schafft Verwirrung. Absolut. Weil es heißt, okay, wieso, also das, was ich spreche oder fühle, ist das dann gar nicht richtig? Wenn es nicht angenommen, wenn der Wert eigentlich weggenommen wird und es das Gefühl gibt, hey, dein Gefühl ist nicht richtig. Ja. Das ist eine komplette Verwirrung. Und das ist, glaube ich, auch ein Training dann. Also dann, wenn man es jetzt von dem Aspekt anschaut, dass man sagt, okay, was kann ich daraus nehmen? Ich kann daraus immer wieder, und das ist eine harte Schule,
immer wieder daraus lernen, bei mir zu bleiben. Oder ich muss es halt auch, weil es führt mich dazu. Das ist so. Wow. Ja, ein schönes Gespräch. Und immer, ja, heute auch ein bisschen tiefer mit diesem Thema. Ich hoffe, dass sich das schön entwickelt und es ist alles immer in Bewegung. Richtig. Und ich finde es schön, dass wir, wie immer, darüber reden am Feuer. Das ist so. Und vielleicht habt auch ihr ein Thema, wo ihr mit uns teilen möchtet, wo euch am Herzen liegt, wo es um Thema Wahrheit sprechen gibt. Vielleicht ein Thema, wo du nicht die Wahrheit sprichst oder sie sprichst. Wäre schön. Vielleicht habt ihr Erfahrung, teilt es mit uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und zugeschaut. Und mit uns im Feuer wart. Schön. Danke dir. Danke dir.